Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir im Norden unterwegs. Wir sind wieder einmal im Museumshafen Carolinensiel in Ostfriesland angekommen. Wir waren schon öfter hier und wir lieben diesen Museumshafen mit seiner bezaubernden Atmosphäre. Doch bei diesem Besuch sind wir etwas wehmütig. Denn so, wie wir den Museumshafen Carolinensiel heute noch einmal sehen, werden wir ihn wohl nie wiedersehen. Denn hier wird sich einiges ändern. Der Museumshafen wird zur Baustelle. Wir lieben diese niedlichen Häuser rund um das Hafenbecken, die holprigen Wege entlang der alten Boote, die hier am Ufer liegen. Wir lieben die ausgetretenen Treppenstufen, die hinunter zum Becken führen. Auf einer Tafel steht hier: Das Glück ist wie ein Schmetterling. Wenn wir es jagen, vermögen wir es nicht zu fangen. Aber wenn wir ganz ruhig innehalten, lässt es sich auf uns nieder. Carolinensiel, das war so etwas wie unser Schmetterling. Ein Ort, an dem wir glücklich waren. Ob das auch in Zukunft so sein wird, das werden die nächsten Jahre zeigen. Sophie Caroline, die Ehefrau von Georg Albrecht von Friesland, ist die Namensgeberin von Carolinensiel. Nach ihr wurde der kleine Ort benannt, als Sophie Carolins Ehemann 1730 Carolinensiel gründete. Damals war an der heutigen Hafenausfahrt gleich der Deich. Dahinter lag die Nordsee. Die kleine Kirche in Carolinensiel heißt Deichkirche, weil sie auf dem ersten Deich stand. Später baute man einen neuen Deich, etwa 2 Kilometer entfernt, denn man hatte neues Land gewonnen. Heute ist dort ein bekanntes Fischrestaurant. Dort entstand ein neuer Hafen. Da lagen dann Fischkutter und es entstand eine Fabrik für die Fischverarbeitung. Später gewann man dann erneut Land und man baute einen neuen Deich, etwa 4 Kilometer die Hahle abwärts. Den Ort, den man dort gründete, nannte man Hardesiel. Heute ist dort der Strand, ein Hafenbecken und von dort fahren die Fähren nach Wangerooge. Das da drüben ist übrigens eines der Gebäude des Deutschen Sielmuseums. Da erfährt man einiges über die Geschichte der Sielorte, besonders natürlich Carolinensiel. Durch den neuen Hafen in Hardesiel wurde der Hafen Carolinensiel nicht mehr gebraucht. Er verschlickte. In den 1950er Jahren hat man das ehemalige Hafenbecken zugeschüttet. Es entstand ein Parkplatz. Das ist übrigens ein kleiner Laden. Da gibt es Tee und Wurst aus Ostfriesland. Und daneben steht ein Geschäft, das unter anderem Andenken verkauft. Und das hier ist die Deichkirche. In den 1980er Jahren hob man das alte Hafenbecken wieder aus. Der Museumshafen, so wie wir ihn heute kennen, entstand. 40 Jahre sind seitdem vergangen. Tja, und jetzt stehen nach 40 Jahren Bauarbeiten an, die das Bild hier am Hafen etwas verändern werden. Es wird moderner werden. 2025, 26 soll gebaut werden. Jetzt im Mai beginnen die Arbeiten. Die Holzspundwände im Hafenbecken werden erneuert. Eine notwendige Arbeit. Ein Skipperweg wird angelegt. Er wird 1 Meter tiefer liegen als der Weg, der um das Becken führt. Da liegt auch so eine Rarität. Das ist der Segelkutter Gebrüder AZ5. 1929 wurde der Segelkutter gebaut. Der Fischer damals nannte den Kutter nach seinen 5 Söhnen Gebrüder. Als Hochseefischereifahrzeug hatte der Kutter die Kennnummer AZ5. Heute ist die Gebrüder das letzte noch erhaltene als Segelschiff gebaute Fischereifahrzeug an der ostfriesischen Küste. Was gibt's noch für Baumaßnahmen? Das alte Pflaster, das rund um den Hafen führt, auf dem man fast wie in alten Zeiten gehen kann, wird ersetzt. Es werden neue Betonsteine verlegt. Die alten Steine werden am Rand als Klinkerband gelegt. Das Hafenbecken bekommt ein Geländer, das rundum führt. Auch das alte Holzgeländer an der Hafenzufahrt wird ersetzt. In Wittmund, zu der Stadt gehört Carolinensiel, gibt es statt des Walk of Fame in Hollywood den Hands of Fame. Das sind die Abdrücke von Händen bekannter Deutscher. Hier am Ufer von Carolinensiel kann man die Handabdrücke von Uwe Seeler sehen, dem Ehrenführer der Fußballnationalmannschaft. Ein ganz besonderes Café. Was passiert noch? Die Treppen, die runter zum Hafenbecken führen, werden erneuert, und zwar aus Betonstein, und bekommen noch ein Geländer, sogar mit Beleuchtung. Am Café Heimathafen entsteht eine Veranstaltungsfläche. Dort sollen zum Beispiel der Wochenmarkt und der Weihnachtsmarkt, hier heißt er inzwischen Wintermarkt, stattfinden.
Das ist die derzeitige Anlegestelle der Concordia 2. Auf der Haarle fährt ja der Ausdrucksdampfer Concordia 2 zwischen Carolinensiel und Haarlesiel. Normalerweise liegt er im Hafenbecken unterhalb des Café Heimathafen an. Die Anlegestelle wurde wegen der Bauarbeiten verlegt. Sie ist jetzt etwas weiter die Haarle entlang nahe den Cafés, wo die Bootsvermietung mit den Schwänen ist, also am anderen Ufer. Was wird sich noch am Hafenbecken ändern? Es wird mehrere Sitznischen geben. Die Sitzbankstufen werden aus Klinker errichtet, man sitzt auf Holzbohlen. Es wird also alles etwas schicker, etwas moderner. Vielleicht ganz gut so. Muss jeder selber wissen, ob es ihm gefällt. Der Weg zurück zum Hafenbecken. Genießen wir ein letztes Mal den Anblick. So wie jetzt wird es nicht mehr aussehen, besonders am Museumshafen. Genießen wir den Augenblick, schwelgen wir in Erinnerungen. Das war's aus Carolinensiel. Mal sehen, ob wir zwischendurch noch einmal hierher fahren. Ihr werdet es erfahren. In diesem Sinn, tschüss.